herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mike's Musical World. In Tecklenburg steht in der Saison 2026 zunächst alles im Zeichen einer ikonischen Figur, Rocky Balboa, Kampfname The Italian Stallion. Als relativ erfolgloser Amateurboxer nutzt er seine Muskeln hauptsächlich als Schuldeneintreiber, doch dann ergibt sich für ihn die Chance, in einem Showkampf gegen den amtierenden Schwergewichtsweltmeister Apollo Creed anzutreten. Rocky lockt die garantierte Antrittsprämie, auch wenn er durch den Kampf bleibende Schäden zurückerhalten könnte. Sein Trainer Mickey treibt Rocky zu einem entbehrungsreichen Training. Auch seine Jugendliebe Adrian unterstützt den wortkargen Rocky, der durch das Training nicht nur körperlich, sondern auch als Mensch wächst. Und dann heißt es ringfrei zur ersten Runde. Rocky das Musical ist ein deutschsprachiges Musical von Stephen Flatley, Lynn Ahrens und Thomas Meehan, das am 18. November 2012 unter der Regie von Alex Timbers im Operettenhaus Hamburg uraufgeführt wurde. Es basiert auf dem gleichnamigen Film von und mit Sylvester Stallone, der es neben der Stage Entertainment zusammen mit den Klitschko-Brüdern Vitali und Wladimir produzierte. Als erste deutsche Produktion schaffte Rocky den Sprung an den Broadway in New York, wo es von März bis August 2014 im Winter Garden Theater aufgeführt wurde. Nach fast 10 Jahren Pause feiert Rocky bei den Freilichtspielen Tecklenburg sein Comeback und erlebt dort zugleich seine Open-Air-Premiere. Von Juni bis Ende August 2026 können Zuschauer immer wieder mit Rocky Balboa mitfiebern. Wir schauen bei der ersten Kostümprobe vorbei, sprechen mit dem Tecklenburger Rocky Lukas Bayer und sind natürlich auch bei der Premiere Open Air live dabei. Okay!
vor der ersten Kostümprobe von Rocky sprechen wir mit Musicaldarsteller Lukas Bayer, der hier die Titelrolle übernimmt. Danke, dass du Zeit für uns hast. Aber gern. Das finde ich toll. Sehr, sehr gern. Ja, also Lukas, du hast als Vollstipendiat deine Musical-Ausbildung an der Stage School Hamburg 2014 absolviert. Sag mal, so als Vollstipendiat, hat man da noch mehr Stress als als ein ganz normaler Student? Würde ich nicht sagen. Ehrlich gesagt ist es für mich auch ein großer, glücklicher Zufall gewesen, weil ich nie geplant hatte, in diesen Beruf eigentlich einzusteigen. Okay. Und, was wolltest du denn werden? Ich war hin und her gerissen zwischen irgendwie, ich wollte gern mit Tieren arbeiten oder hatte auch überlegt, tatsächlich lange wollte ich auch Kindergärtner einfach werden. Oh, ach, cool. Habe dann dort meine Hobbys, Tanz, Schauspiel und Gesang, die ich separat voneinander sehr viel gemacht habe, die konnte ich dann in so einem Workshop miteinander vereinen. Das war damals quasi ein Geburtstagsgeschenk zum 18. meiner Mutter. Wahnsinn. Und aus diesem Geburtstagsgeschenk ist letztendlich, weil sie mich sehr gut fanden und mich zum Stipendiumswettbewerb eingeladen haben, ist daraus eine Karriere entstanden. Na super, ja, so kann's gehen, genau. Schon während deiner Ausbildung hast du in Dirty Dancing mitgespielt. Danach folgten Rollen wie Fiyero in Wicked, Danny in Grease, Rocky in der Rocky Horror Show, Tony in Saturday Night Fever, Riff in der West Side Story, Clyde in Bonnie und Clyde und natürlich auch schon Rocky in Stuttgart. Das sind alles ganz ansehnliche Kerle, die neben Gold in der Kehle auch äußerlich ein athletisches Aussehen haben. Hast du das Gefühl, dass für einige Rollen neben Talent beim Musical-Casting auch ein guter Körper zählt? Naja, wir müssen ja auch immer ein bisschen versuchen, die Rolle, je nachdem, was wir darstellen wollen, es muss auch realistisch darstellbar sein. Und in diesem Falle, wenn ich einen Boxer darstellen möchte, dann muss ich auch optisch wie ein Boxer daherkommen und wirken. Und ich denke, dadurch, dass der athletische Körper hat mir natürlich geholfen. Ich habe auch Rollen, für die ich mich beworben habe, dementsprechend auch ausgesucht in manchen Bereichen, um einfach da auch gut auf die Rolle zu passen. Zeig mal deine Muskeln. Ja, los! Ja, hier, komm, dann pass mal an. Ne, ja, danke. Da krieg ich ja Angst. Ja, guck mal, aber ist doch selber, ist doch nicht schlecht. Guck mal hier. Na, ich bin eher so ein Spargeltarzan. Ja, aber trotzdem athletisch. Also, welche Erinnerungen verbindest du denn mit Rocky in Stuttgart? Wundervolle Freundschaften fürs Leben. Eine ganz tolle Atmosphäre. Viel Spaß. Ja. Viel Energie, ganz viel, Gemeinsamkeit, ganz viel, ein ganz geschlossenes, tolles Team. Was bedeutet es denn für dich, nach rund 10 Jahren hier in Tecklenburg wieder diese Rolle spielen zu dürfen? Da muss ich ein bisschen berichtigen, weil in Stuttgart damals habe ich nicht den Rocky selbst gespielt, sondern ich war Swing. Das heißt, ich musste für 11 unterschiedliche kleine Rollen einspringen. Und dann immer, wenn in Krankheits- oder Urlaubsfällen auf diese unterschiedlichsten Positionen switchen. Damals war ich nämlich erst 21, müsste ich da gewesen sein. Das heißt, ich war noch viel zu jung für Rocky. Weil Rocky soll ja der soll über den Zenit seiner boxerischen Karriere sein. Das passt jetzt viel besser. Na gut. Was ist denn Rocky überhaupt für ein Charakter? Du hast ja schon gesagt, er ist ein bisschen über den Zenit drüber. Haltbarkeitsdatum schon fast abgelaufen? Nein. Im boxerischen Sinne schon, weil da mit 29 ist man dann so schon in der zweiten Hälfte seiner Boxkarriere. Und vom Typ ein sehr, sag ich mal, moralisch gesteuerter, sehr ethischer Mensch aus einfachsten Verhältnissen. Ja. Und versucht aber mit all der Kraft und all dem, was ihm sozusagen gegeben ist, sich auch mal für die Leute einzusetzen, für die kleinen Leute, für seine Community da zu sein. Und jemand, der eine unglaubliche Resilienz hat, egal was ihm sozusagen das Leben entgegenschmeißt. Er steht immer wieder auf, er macht weiter, beinahe stoisch, so der Fels in der Brandung. Ja, das Klischee vom gefühlsarmen Boxer, der vielleicht auch ein paar Schläge zu viel auf den Kopf bekommen hat, hebelt das Musical sehr bewusst aus, oder? Ja, genau. Ja. Uns ist es sehr wichtig gewesen, dass in einer Welt, die voller
Kraft, sehr roh, sehr pur, sehr auch dieser Sport, der mit viel Testosteron und auch teilweise Gewalt, die natürlich beim Boxen dabei ist, so da eingebettet ist, war uns sehr wichtig auch zu zeigen in Bezug zu Liebe, also Fürsorge für andere Menschen, zu zeigen, dass dieser Mensch, auch wenn er in dieser Welt lebt und ganz bewusst weiß, wie er in dieser Welt sozusagen überleben kann, dass trotzdem in ihm über all diese harte Schale und all dem ein ganz weicher Kern ist und ein sehr liebevoller Mensch. Heute ist die erste Kostümprobe in Tecklenburg. Wie läuft denn eigentlich die Probenzeit hier in Tecklenburg ab? Wann beginnt ihr? Gibt es einen festen Stundenplan? Wo probt ihr? Wie geht das eigentlich? Ja, wir haben 3 Probenblöcke am Tag. Wir starten um 10 und enden um 10. Oh, ja. Haben dazwischen 2 Pausen, wo wir mal essen, durchatmen, Pipi oder machen. Sport machen, die Sachen nochmal durchgehen. Und mit Kollegen dann nochmal und Kolleginnen die ganzen Sachen nochmal durcharbeiten. Und Proben tun wir meistens auf der Bühne, auch wenn es regnet, wenn die Sonne scheint, also egal hier was. Schon, ja? Also richtig in der Stiftsruine hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, das ist in Bad Hersfeld. Nein, wir sind jetzt hier in Tecklenburg und da ist es eine Burgruine. Ja, genau. Aber auch kühl und zugig manchmal, aber das macht dir nichts aus. Nein, das ist kein Problem. Man weiß, wenn man unterschrieben hat, dass man unter freiem Himmel probt und das gehört dazu. Und das schweißt dann auch noch mal ein bisschen zusammen mit den KollegInnen. Auch wenn du nicht wirklich als Rocky dann auf der Bühne standst, du kannst ja den direkten Vergleich trotzdem zu der Produktion in Stuttgart ziehen. Was ist denn anders hier in Tecklenburg unter der Regie von Janina Niehaus? Also, was ich sehr schön finde, ist, dass man, dadurch, dass es eine sehr freie Produktion ist, man kreativ sehr intensiv arbeiten kann. Man darf sich sehr einbringen. Es ist ein sehr harmonisches Miteinander, ein wundervolles Zusammenspiel mit Janina. Und dadurch habe ich das Gefühl, man kann noch mal ganz viele Ebenen erschließen, was echt toll ist. Wir haben hier, weil wir unter freiem Himmel, wir haben nicht die Möglichkeiten mit Technik, mit Rumfahrereien, irgendwelchen Rumspielereien, große Effekte irgendwie zu herrschen. Das heißt, wir müssen das alles sehr pur, sehr direkt und uns wirklich auf unser persönliches Handwerk alle miteinander sehr fokussieren und darauf beschränken, was aber auch eine fantastische Chance ist. Ja. Ich bin sehr großer Fan davon, auch heutzutage, wo mit KI und sonst wo überall irgendwelche Sachen, dass man zurückkommt zu wirklich den handwerklichen Basics und da einfach tolle Geschichten erzählt. In Hamburg und Stuttgart hat der finale Kampf ja Musical-Geschichte geschrieben, weil dort Zuschauer auf die Bühne gekommen sind, um den Kampf hautnah vom Golden Circle mitzuerleben. Wie hat man das denn damals dann erlebt? War das irgendwie komisch? War das so eine Art Showstopper? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ich habe es damals nicht gesehen. Der Kampf selbst? Oder? Ja, also dieser finale Kampf. Und wenn dann da die Leute plötzlich mit auf der Bühne sind, ist das irgendwie komisch für so Darsteller? Absolut nicht. Es unterstützt eher das Gefühl eines echten Boxkampfs, weil man eingebettet ist von den ganzen Zuschauern. Hier haben wir wirklich ja immer den wundervollen Chor, der uns unterstützt. Und über diese Möglichkeit haben wir dann auch diese Chance, dieses Gefühl rüberzubringen. Und ich denke, das wird auch ein Showstopper oder es wird die Leute, ich hoffe, es wird die Leute an die vordere Kante ihres Sitzes ziehen, dieser Kampf. Ja. Ich kann versprechen, weil ich auch viel für die Fight-Koordination mitverantwortlich war, weil ich selber jahrelanges Box-Background habe. Ja, das ist doch schön. Und deswegen kann ich versprechen, die Schläge, die man sieht und die man hört, die kommen auch an. Das ist, wir treffen einander. Es ist, Mann. Wir werden einander, also wenn man das hier sieht, dann ist hier keine Luft, sondern bam. Okay. Bam. Okay. Jetzt kriege ich aber Angst hier. Also ohne groß zu spoilern, der Finalkampf ist auch hier in Tecklenburg ein besonderes Highlight, oder?
Das würde ich auf jeden Fall so unterstreichen. Ja, ich bin gespannt. Also ich wünsche dir und dem gesamten Team eine gelungene und reibungslose erste Kostümprobe und in 5 Tagen dann eine grandiose Premiere sowie eine möglichst trockene Spielzeit ohne blaues Auge. Weder für Rocky noch für Apollo. Also alles Gute. Vielen Dank, vielen Dank. Ich bin mir sehr sicher, dass es so wird, weil ich nur sagen kann, Kreativteam und auch KollegInnen sind alle, ich stehe mit ganz vielen fantastischen Menschen auf der Bühne. Kommt auf jeden Fall her, schaut es euch an. Es ist echt ein absolutes Highlight. Genau. Also bis dann. Alles Gute. Tschüss. Ciao.